Dieser Stellplatz hier ist der absolute Wahnsinn. Ja, ich weiß. Weil wir die maximale Parkdauer schon überschritten haben. Fakt ist, die Aussicht von hier oben ist überragend. Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und wenn alles gut geht, nehmen wir euch im heutigen Video mit von diesem traumhaften Sandstrand mit seinem glasklaren Wasser hin bis nach da hinten zu den schneebedeckten Gipfeln der Alpen. Genau, wir sind nämlich hier gerade am Cap d'Antibes zwischen Cannes und Nizza und machen heute eine kleine Wanderung hier um diese Halbinsel rum. Danach wollen wir uns noch Nizza, Monaco und Menton angucken. Nicht alles heute, aber in den nächsten Tagen. Und dann machen wir uns auf den Weg hier von der Mittelmeerküste bis in die Alpen. Ja. Also, los geht's! Los geht's! Wir starten unsere kurze Wanderung entlang der Küste der Antibes-Halbinsel von dem Stellplatz aus, an dem wir die vorherige Nacht verbracht haben. Der liegt auf einem kleinen Hügel am südöstlichen Ende der kleinen Halbinsel neben einer Kirche und direkt unterhalb des Leuchtturms. Und vor allem mit einem herrlichen Blick auf die abendlich wunderschön beleuchteten Küstenorte, wie wir euch im letzten Video gezeigt haben. Also für Dezember ist okay. Mega gut. Ja, ich weiß. Also wenn es nach mir geht, könnte das hier noch ewig gehen. Ja. Das ist wirklich einfach super schön. Ja. Und abwechslungsreich. Ja. Wir laufen hier die ganze Zeit an hohen Zäunen oder hohen Mauern vorbei, an denen alle paar Meter Kameras stehen und Infrarotsensoren. Hier konnte man jetzt zum ersten Mal ein bisschen reingucken und ein Blick auf Google Maps Satellitenansicht zeigt auch, was hier für Anwesen sind. Das ist Wahnsinn, alles mit riesigen Pools und Tennisplätzen, riesige Villen, unfassbar. Hier steckt Geld, das steht fest. Aber wer mag es den Leuten verübeln? Es ist eben super schön hier. Wie das aussieht. Ey, dieses Wasser, wie blau das ist. Wie blau dieses Wasser ist.
Naja, noch ein kurzes Wort dazu, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, diesen kleinen Weg jetzt hier zu gehen. Wir haben bei Google einfach eingegeben, schönste Wanderwege an der Côte d'Azur. Und da ja die erste Website hat eine Liste von 10 Tageswanderungen ausgespuckt. Das hier war die erste. Hat sich gelohnt. Ja, würde ich auch sagen. Absolute Empfehlung. Definitiv. Wir haben es geschafft. Und er ist doch da. Ich habe ihn schon gesehen. So, wir sind zurück an unserem schönen Parkplatz und Stellplatz der letzten Nacht auf diesem Hügel zwischen Cannes und Nizza. Hier werfen wir jetzt nochmal einen schönen Blick runter aufs Meer und auf die umliegenden Städte. Und dann fahren wir runter nach Nizza. Weiter geht's. Nizza ist die 5. größte Stadt Frankreichs und hat viel zu bieten. Eine kilometerlange Strandpromenade am azurblauen Wasser der Mittelmeerküste, eine historische Altstadt mit geschichtsträchtigen Bauten und schönen Plätzen, viel Sonnenschein und milde Temperaturen im Winter, ein Flair, der zum Verweilen und Flanieren einlädt. Ein Besuch gehört unserer Meinung nach bei einer Tour durch die Côte d'Azur zum Pflichtprogramm. Ich möchte einmal kurz berichten, dass wir 17 Grad und blauen Himmel haben. Tina schafft es immer noch nicht, ihre Jacke auszuziehen. Aber das gleiche Bild ist hier. Hier sind Leute in dicken Wintermänteln und dann sind hier Leute mit T-Shirt und kurzer Hose und die schwimmen gehen. Man kann sich nicht ganz entscheiden, ob Sommer oder Winter ist. Ist eben unterschiedlich, das Temperatur. Ja, voll. Ne? Ist ja bei uns schon extrem. Ja. Gefällt's dir? Ja. Das war eine ziemlich coole Aussicht. Wir sind hier auf dem Belanda Tower ganz am östlichen Ende von Nizza und hier hat man einen super schönen Blick auf die Stadt. Man kann herrlich hier die Altstadt sehen und da hinten den Flughafen. Und wir gehen jetzt gleich noch ein Stückchen höher, dann können wir auch auf die andere Seite gucken, da ist nämlich der Hafen von Nizza. Und dann gehen wir wieder runter und durch die Stadt zurück zum Auto. Cool. Und du hast mir gesagt, die Hafenpromenade ist irgendwie 13 Kilometer lang? Ich glaube, irgendwas um die 13 Kilometer. Also ultra lang. Man sieht es auf ja jeden auch. Fall, Da hinten geht sie los. aus der Altstadt herausgewachsen. Ja.
Wir müssen jetzt ganz schnell zurück zum Auto, weil wir die maximale Parkdauer schon überschritten haben. Und wir natürlich keine Lust haben auf ein Knöllchen oder darauf abgeschleppt zu werden. Nee, das wäre nicht gut. Ja, hoffentlich ist er noch da. Ja. Er ist noch da und wir haben kein Ticket. Ich denke, es ist noch alles Ja. da. Wie fandst du unseren Trip? Unseren Kurztrip nach und durch Nizza? Super schön. Ich kenne Nizza ja schon ein bisschen. Ich war hier schon ein paar Mal. Aber wenn man so einen Sommerurlaub irgendwo verbringt, dann geht man ja auch nicht so oft in die Stadt, sondern verbringt mehr Zeit am Pool oder am Meer. Deswegen habe ich ein paar Ecken gesehen, die ich nicht kannte. Bist du kein Kultururlauber? Doch, doch. Nur, Doch, doch. nur eigentlich. Ja. Eigentlich nur. Ich fand es auch richtig, richtig cool. Ich war ja noch nie in Nizza und man muss sagen, es ist wirklich super schön. Also die ganze Strandpromenade, die Häuser, die hier stehen, die Altstadt natürlich ganz besonders. Dann der Blick von dem Hügel da im Osten runter auf die andere Seite, auf den Hafen. Wirklich super schön. Ich kann verstehen, dass Leute hier gerne Urlaub machen. Ich war überrascht, dass der Strand, der ist nicht so wirklich schön. Das sind halt irgendwie hauptsächlich große Kieselsteine. Ich hatte irgendwie ein bisschen damit gerechnet, dass hier halt ein schöner Sandstrand ist. Das ist nicht so, aber ja, abgesehen davon, schön hier. Teuer. Weiter. Weiter! You say you are lost and you're in need of some advice. I'll try to be honest, though it's easier to lie. And you can say that I'm crazy, that you're thinking already, but I'm telling you, baby, get up and get out, 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 get up and get out. It's okay to be broken. It's okay to laugh and cry. 'Cause when you try to see the problem, that means you figure it out. And you can say that I'm crazy, that you're thinking already, but I'm telling you, baby, yeah. Get up and get out. Get up and get out. Yeah. And you can say that I'm crazy. That you're thinking Dieser Stellplatz hier ist der absolute Wahnsinn. Wir stehen hier über den Dächern von Monaco. Ich weiß, ihr werdet das nicht wirklich sehen können, weil die Sonne eben aus dieser Richtung kommt. Aber glaubt uns, der Ausblick ist wirklich überragend. Auf der einen Seite ist Monaco, auf der anderen Seite können wir ja, rüber gucken bis Italien tatsächlich. Das ist eine kleine geschwungene Bergstraße hier hoch in Richtung zum Golfclub von Monaco scheinbar. Und ja, hier sind wir gestern Abend hingefahren. Als wir angekommen sind, haben wir noch so die letzten roten Schimmer der untergehenden Sonne gesehen und auch versucht, ja, ein paar Aufnahmen zu machen. Ich weiß schon, das wird dem tatsächlichen Ausblick hier nicht gerecht. Es ist wirklich überragend. Wir haben eine total ruhige Nacht verbracht. Heute Morgen wurde es dann auf einmal ein bisschen voll, weil hier eine Busladung Paraglider angekommen ist, weil da vorne ist so ja, eine Absprungstelle für die. Und die werden einen guten Flug haben von hier oben. Das steht mal definitiv fest. Unser Plan ist jetzt, runterzufahren nach Monaco rein. Ich weiß nicht, das wievielte Land auf unserer Reise das sein wird, aber ja, wir sind super, super gespannt. Vor allem ich bin super, super gespannt, denn ich wollte schon so lange mal nach Monaco. Ich war als Baby mal da, habe ich mir sagen lassen. Erinnern kann ich mich daran nicht, aber so ziemlich seitdem sehe ich mindestens einmal im Jahr Monaco im Fernsehen, nämlich wenn ich das Formel-1-Rennen anschaue. Wenn ihr das nicht wisst, ich gucke sehr, sehr gerne Formel 1 und da ist Monaco natürlich ein absolutes Highlight. Und ja, wir werden versuchen, uns Monaco ein bisschen anzuschauen.
Parken, super, super schwierig, das haben wir schon gesehen. Ich meine, klar, irgendwie das zweitkleinste Land der Welt, nicht so viele Parkplätze. Aber wir werden mal schauen, ob wir ja, irgendwo einen Platz finden und dann werden wir ein bisschen durch die Stadt, durch das Land durchlaufen und nehmen euch mit. Liebe Sonne. Ich weiß. Ja, die Recherche hat sich gelohnt. Wir haben hier direkt einen Parkplatz gefunden. Und zwar ist dieser Parkplatz auf Park4Night markiert, aber die GPS-Daten sind falsch. Und mit ein bisschen Suchen haben wir den richtigen Platz gefunden. Wir werden heute Abend dann auch in Ruhe bei Park4Night die Änderung der GPS beantragen. Und wenn ihr wollt, schreiben wir euch auch gerne die Daten unten in die Videobeschreibung. Jo, los geht's. Ein Wort noch. Wir sind am höchsten Punkt Monacos. Ja. So ist es auf der Karte eingezeichnet. Aber es gibt hier direkt einen Aufzug, womit man ein Stück runterfahren kann. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ja, ich weiß nicht, wo wir aussteigen müssen. Ich auch nicht. Ich würde sagen, wir fahren ganz runter. Ja. 11. 7. Nee, das ist Apartment. Hier. Das ist die Straße. Für alle, die sich wundern, so filmen wir momentan immer. Deswegen sind unsere Aufnahmen so smooth. Hoffentlich. Meistens. Ich sehe nichts. Okay, du bist raus. Okay, der Aufzug hat uns nur 3 Stockwerke runtergebracht. Von, ich glaube, insgesamt 150 Höhenmetern bis zur Wasserkante. Aber hier ist auch einer. Ja. Aber ich möchte da durchlaufen. Ja. Hast du neue Freunde gefunden? Ja. Schön, das freut mich. Und direkt mal zum Beginn ein nicht ganz unwichtiger Tipp. Monaco gehört nicht zur EU. Das heißt, die EU-Roaming-Regelungen gelten hier nicht. Stellt also sicher, dass ihr euer Handy ja entweder das Roaming ausstellt oder auf dem französischen Netzbetreiber fixiert. Sonst wird es teuer. Okay, der erste Aufzug hat uns nur 3 Stockwerke runtergebracht, aber hier sind jetzt immer mal wieder welche. Damit fahren wir ab und zu runter und ab und zu laufen wir. Gibt es hier keinen Lift? Hier ist der Palast des Fürsten. Normalerweise kann man da auch rein, wenn er nicht zu Hause ist, aber im Moment ist geschlossen. Also Ja, ich denke wegen Corona. ich denke wegen Corona, genau. Deswegen kommen wir leider nicht rein. Aber auch von außen nicht schlecht. Jupp.
Und jetzt noch ein paar Worte zu Monaco. Das Fürstentum an der französischen Mittelmeerküste hat rund 39.000 EinwohnerInnen. Und das ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass der Stadtstaat nur etwa 2 Quadratkilometer groß ist. Monaco ist damit das Land mit der größten Bevölkerungsdichte weltweit und gilt zugleich als Hochburg der Superreichen in Europa. Es heißt, die meisten von ihnen seien hierher gezogen, da man in Monaco weder Einkommens- noch Erbschaftssteuer zahlen muss. So bleibt mehr Geld für riesige Luxusjachten und teure Sportwagen, die das Stadtbild prägen. Monaco versprüht definitiv einen ganz besonderen Flair und ist trotz der dichten Bebauung wirklich schön. Kannst du bitte was singen? Für viele ist das halt einfach nur eine Kurve, aber wer Formel 1 kennt und liebt, für den, ja, ist es einfach was ganz Besonderes, generell hier zu sein. Ist cool. Er ist doch da! Und kein Knöllchen. Parken war wirklich kostenlos. Richtig gut. Also der Rückweg ist ein bisschen anstrengend, weil es natürlich bergauf geht. Aber absolute Empfehlung. Richtig gut. So, ich hoffe, die Video- und Tonqualität geht einigermaßen. Ich filme das ganz kurzfristig mit unserer Go 2, weil unsere beiden guten Kameras stehen hier für Zeitrafferaufnahmen. Ihr seht vielleicht, wir sind an den Stellplatz gefahren, wo wir die letzte Nacht schon verbracht haben. Wir konnten einfach nicht widerstehen, ja, hier uns den Sonnenuntergang von hier aus nochmal anzugucken. Und weil wir eben ein bisschen früher hier sind als gestern, lohnt es sich jetzt so richtig, nochmal eine Zeitrafferaufnahme zu versuchen. Ich hoffe, das wird was, damit wir sie euch gleich zeigen können. Ja, und deswegen muss ich mit dieser kleinen Kamera filmen. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Fakt ist, die Aussicht von hier oben ist überragend. Die Farben, wie die Sonne gerade untergeht, die Berge, die
Städte, die gerade anfangen zu erleuchten. Und da vorne ist gerade auch ein ja fast Vollmond langsam aufgegangen. Das habe ich noch kurz mit der großen Kamera gefilmt. Das kann ich euch jetzt bestimmt einblenden. Also wir haben hier wirklich 360 Grad Panorama. Absoluter Wahnsinn. Dann noch ganz kurzes Fazit zu Monaco. Das hat uns beiden richtig gut gefallen. Also mir natürlich nochmal besonders wegen des Formel 1 Hintergrund, aber es war wirklich, ja, ich fand es noch deutlich schöner, als ich es erwartet hätte. Ich dachte, das ist alles irgendwie... So, und dann jetzt nochmal mit der richtigen Kamera und einem ordentlichen Mikrofon. Die Zeitrafferaufnahmen sind beendet. Ich habe sie mir auch gerade angeschaut und ich finde, ja, auf jeden Fall cool, gar keine Frage. Aber das sind besonders diese Momente, wo ich ja, mir wirklich eine Vollformatkamera wünsche, so dass man da mal ja, mit richtig Lichtstärke nochmal deutlich mehr rausholen kann. Aber ja, bisher sind die uns dann doch noch deutlich zu teuer. Aber ja, wir haben ein Auge drauf und irgendwann wird es bestimmt mal dazu kommen. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, dadurch, dass wir jetzt ja länger in Monaco unterwegs waren, ja, war der Tag vorbei, bevor wir noch weiter nach Menton fahren konnten. Das machen wir dann morgen. Aber ich glaube, dieses Video ist dann jetzt wirklich lang genug. Wir wollen ja nicht immer 30, 40 Minuten produzieren. Ich denke, hier ist ein ganz guter Moment, das Video zu beenden. Was aber natürlich auch bedeutet, dass es auf jeden Fall noch ein Video von uns aus Frankreich, von der Mittelmeerküste geben wird und von unserem Weg an den Alpen vorbei langsam zurück nach Deutschland. Aber das zeigen wir euch dann ja erst in der nächsten Woche. Wir müssen es ja auch erstmal erleben. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß, mit uns ein kleines bisschen durch Frankreich zu reisen. Wart ihr auch schon mal in Nizza und Monaco und hat es euch vielleicht genauso gut gefallen? Falls ja, schreibt es uns unten in die Kommentare. Und für den Fall, dass ihr vielleicht noch gar nicht in der Côte d'Azur unterwegs wart, konnten wir euch ja vielleicht ein kleines bisschen motivieren, inspirieren, hier irgendwann mal selbst hinzufahren. Falls das so sein sollte, würde uns das sehr, sehr freuen. Was uns auch sehr, sehr freuen würde, ist, wenn ihr unseren Kanal abonniert, für den Fall, dass ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, wie immer fleißig auf den Daumen hoch klicken, das würde uns sehr, sehr freuen. Und damit jetzt wirklich kommen wir zum Ende. Ich sende euch viele liebe Grüße aus Südfrankreich. Tina macht das von da vorne auch. Und bis zum nächsten Mal.